Ah, keine... Ja, ne? Hat jemand wohl ein bisschen wie sagt man da? Wie sagt man das so? Kontrollangst? Nee. Keine Ahnung. Meine Leben. Schank um Schank. Ich war noch sehr jung. Erst 7 Jahre alt, als mir bewusst wurde, dass Menschen Tiere sind. Kluge Tiere, klar. Aber trotzdem Tiere. Wenn man uns Essen gibt, essen wir. Wir wollen, dass es gut schmeckt. Und wir wollen, dass es uns satt macht. Diese beiden Dinge sind am wichtigsten. Manche Leute wollen natürlich noch, dass ihr Essen total gesund ist, wie es die Experten nennen. Andere wollen, dass es schön aussieht. Aber die meisten wollen sich einfach nur was reinstopfen. Das erblickt das Konzept des Chunks das Licht der Welt. So beginnt die 120-seitige Autobiografie von Fred Blombard, dem Gründer des Nahrungsmittel-Franchise Chunks. Those folks in Sidonia may be closer to Earth, but Suite 1. Danger. Pinch point. Stay clear of machine when in operation. Follow lockout procedure before servicing. Felder von Immerglas. Ein Auszug aus dem von der Kritik gefeierten Roman Felder von Immerglas, der während eines Krieges in der nahen Zukunft spielt. Und doch ließ Talat nicht locker. Nein, Sir, ich werde nicht auf sie schießen. Was sie auch gesagt oder getan haben, diese Soldaten waren einst wie wir. Sie sind unsere Familie. Wir haben keinen Grund, sie zu bekämpfen. Florence war beeindruckt. Wollte Talat wirklich alles aufs Spiel setzen, um seine Kameraden zu beschützen? Sie wusste, dieser Krieg war absurd. Doch nun verweigerte er seinen Kommandanten einen direkten Befehl, was als Hochverrat gedeutet werden konnte. Dies war derselbe Talat, der vor nicht mehr als einer Woche auf Befehl ihren Trupp überfallen und gefangen genommen hatte. Sie wusste, dass dieser Mann eine sanfte Seite hatte, doch bis jetzt hatte sie nicht gewusst, wie vernunftgelenkt er sein konnte. Kommandant Grießen bellte zurück. Sie tanzen aus der Reihe, Soldat. Denken Sie lieber darüber nach und überlegen Sie es sich noch einmal. Speichel flog, sein Gesicht war rot und Zorn. Ungehorsam war Grießen nicht gewohnt. Sie haben mich gehört. Ich stehe dazu. Talat sah hinüber zu Florence. Er wusste um den Ernst der Lage. Doch in ihren wenigen gemeinsamen Tagen hatte sie ihn so viel über diesen ungerechten Krieg gelehrt, dass er lieber das Richtige tun wollte, auch wenn es gefährlicher war. Als er bemerkte, dass sich bei den anderen Offizieren Unbehagen regte, überkam ihn ein Lächeln. Die Risse begannen sich zu zeigen. Er spürte, dass sich das Blatt wendete und dieser kleine Akt offener Ungehorsam das Ende dieses törichten Konflikts einleiten konnte. Ich bekomme gerade Flashback von der Argonian Maid. So, von dort kommen wir. Da waren wir auch drinne. Storage. The fuck? Bist du nicht ganz ausgelastet, wa? Hab dich. Hab dich. Hab dich wieder. Hab dich wieder. Must be nice to be able to afford to travel, huh? Selbstgebrannter. Adrian Brasila. Oh, you don't really want to talk to me. Why? I'm just a nobody from the crates. Besides, I'm not really good at talking to tourists about New Homestead. If you're really interested in our history, talk to Maurice. He's a lot better at that than I am. Ich weiß nicht, ob ich in der Lage bin, dir zu helfen, was auch immer mit dir los ist. Dann sollte ich lieber Maurice suchen. Sag das nicht. Du bist mit Sicherheit kein Niemand. Ich würde gerne mit dir reden. Wirklich. Ja, wirklich. Würde ich wirklich. Ja. You do? Yes. I mean, sure. I don't know what I can tell you, but if you want to talk, I don't have anything else I need to do right now. Ne, siehst du? Was hältst du davon, dass deine Heimat ein Ziel für Touristen ist? It's not as bad as you'd think.
I like talking to off-worlders. Was hat denn dieser especially Planet people bisher my zu age. bieten, so für Gives me ideas Tourismus? for what I want to do when I'm done with school. Sah alles sehr eisig Because, und honestly, kahl aus. I'm not sure I want to stay here. It'll always be my home, but as soon as I can afford to, I'd love to explore my options. Ich könnte dich mitnehmen. Was machst du hier in Homestead? Well, I'm trying to finish up my undergrad schooling, actually. I want to be a physicist like my grandmother. Hm. Then, Also who du hast knows was in der what? Birne. But I also do some odd jobs here or there for money. Sometimes I help Jay out at his shop, and he gives me stuff in return. Sometimes I help Anya clean up at the Brown Horse when she's short-staffed. That sort of thing. Ja, aber wenn du bloß Sachen zurückbekommst, dann sparst du damit nie was an. Außer du verkaufst sie natürlich. Du hast etwas von Crates erwähnt. Was ist das? The crates are what we call the living quarters for the poor people, like me. They're made from old shipping containers. We have to make do with the space we have here. They're comfortable enough, I guess. I And guess. no one on Titan is well off to begin with, but you can tell that people look down on us, especially some of the tourists. Du hast Probleme beim Studium? Okay, well, no. Not the studies specifically. Like, I get good grades when I'm able to apply myself. Aber du kannst dich nicht dafür But- motivieren. I'm poor. I just don't have the kind of money to be a full-time student and support myself. Even living in the cheap-ass crates. I keep having to take odd jobs just to put food on my plate. And when I do, my grades suffer. I just feel like I'll be stuck in a rut forever. 20.000 Credits? Du brauchst nicht unbedingt ein Studienzimmer, Falk. Vielleicht musst du nur aus New Homestead raus. Das ist schade. Really? I thought it was the only way. I remember my parents telling me that when they were still around. But maybe you're right. I guess I can put my studies on hold, at least until I get enough credits saved up to live on. I can always return to my studies then. Maybe part of the reason I feel I've been stuck in a rut is because I push myself too hard. Thanks for the advice. It helped. I'm sure she appreciates the advice, but I think actual funds would have been a bit more helpful. Ich kann doch gar nicht darauf an... Bye for now. All these tourists are able to come and see you around, maybe. Mein hart verdientes Geld. Hey. Okay, well, no. Not this time. But I keep having to take off. Yeah, take it. What? Really? I don't know what to say. This is beyond kind of you. I mean, I don't even know you, but wow. Thank you. You're welcome. I'm pleased that you realize the importance of a decent education. Warum kommt jetzt das Gespräch mit dir auf und ich kann nicht mal darauf antworten? Talk to you later. Talk to you later. Some say New Homestead is a later. Das war's? Krieg jetzt nur einen guten Stand bei Sarah? It's a little weird that people come here to see what early colony life was like. To me, it's just how we live. Warum ist hier was Radioaktives? Alle haben sie was selbstgebranntes hier rumliegen. Ach, das ist ein Klo. Oh, irgendwie wünsche ich mir, dass man irgendwie mehr belohnt wird, sich Sachen anzugucken mit irgendwelchen Loot oder sowas.
Weil das ist ja alles klar. Ich kann hier jede Menge Zeug looten, aber das ist halt nur Krimskram. Das ist nichts wert. Das Licht der Sterne. Longfellows im Sommer 1838 verfasste Gedicht. Das Licht der Sterne ist eine bewegende Ode an den Kosmos aus einer Zeit, bevor der Mensch aufbrach, ihn zu erkunden. Es folgen 2 wunderschöne Strophen. Kein Licht in meiner Seele. Aus dem kalten Schein der Sterne. Mein erster Blick trifft ein Juwel. Den Mars, rot funkelnd in der Ferne. O Stern der eisernen Unbeugsamkeit. Dein Puls, er schlägt in meiner Brust. Voller gelassener Entschlossenheit. Still und steht und selbstbewusst. Cool. All das anstrengende Hin- und Herrennen ist so... Nee, ist hier nämlich gar nichts weiter. Klinik. Do you need medical assistance? Nope. Speichern. Dr. Gianna Lakota. What can I do for you? I don't. They make a mockery of New Homestead culture. And on top of it, they're reckless. It's like I said before, I feel like I'm treating them more often than our own people. Okay, lass Actually, mich helfen. Maybe there is. I have an idea that may be best suited for someone relatively unknown, instead of myself. I've got a mountain of work and a reputation to maintain. So I bought a realistic monster costume. The plan was to wear it, scare tourists away, and start a rumor about terrible creatures living on Titan. I figure that once word gets around, tourism will take enough of a dive to give me some relief. Aber es wird doch genau das Gegenteil eintreffen. Es kommen doch umso mehr Leute dann her, um das Monster zu jagen. Egal. That's the spirit. To be honest, I'm not sure it'll work either, but I feel like there's no harm in trying. Here's the costume. I think this will work best on the surface, so just find a group and run up to them, acting like a convincing alien monster. With any luck, they'll run screaming and book the next flight out of here. Cool. Das Launch. Store. Ist das ein Museum hier? There are times I envy those who are able to travel like you. Do you want to know what life was like for the early colonists? Starsap Tours was voted best historic tour 3 years in a row. Yo. Well, hello there. And Hello welcome there. to my little shop. Are you visiting New Homestead for the first time? Yes. Oh, nice. You know, it's always such a pleasure to meet people from other worlds. Or just space. I don't judge. I'm Jay. I'm happy to help you find what you're looking to buy or take a look at whatever you want to sell. Trades of all kinds are welcome here. Or if you have any questions for me about the shop, the merchandise, or even just New Homestead in general, I'm happy to help you. Ich würde mir gern ansehen, was du auf Lager hast. Du hast erwähnt, dass du Waren kaufen würdest. Woran genau wärst du interessiert? Glad you asked. I'm looking for all sorts of things. Anything, really. Clothing, weapons, jewelry, even stuff they consider junk. You name it. We don't get a lot of off-world stock, so I offer to buy things from travelers. Anything they're willing to part with. Between you and me, people around here talk a lot about tradition and whatnot, but even they get curious about what other worlds have to offer.
Was hältst du von den Touristen, die Homestead besichtigen? I love them. Most of us in New Homestead appreciate what tourism does for our economic livelihood, so we go out of our way to make guests feel welcome. Some are indifferent about it, while a few others, I won't name names, are downright resentful of all the tourists and would prefer to be left alone. But that being said, I believe our generally friendly demeanor is a large part of what drives people to keep coming back. We used to, but not anymore. Believe it or not, the new Homestead Tourism Board decided a while back to do away with souvenirs. We don't really have the resources or facilities to make them here ourselves, and it was decided that anything less than that would seem exploitive of our people and inauthentic. Only thing we have are these souvenir slates about the history of New Homestead. Tell you what, I've got an extra one here that another guest left behind a while back. You can have it. Oh, was hast du denn auf dem I'm also Lager? interested in buying if you have anything for sale. Sure. Soßen, Alkane, Aluminium. Ich habe nicht wirklich was zu verkaufen. Come back anytime. Yes. Careful. There are some dangerous areas around here that are not part of your Brown Horse Tavern. Sure would be nice to get off-world sometime. Off-worlders always ask how I can live here. Ice mining operations are unusual, but if they're run properly, they can prove to be quite lucrative. Ah! Computer des Gasthauses zum braunen Pferd. Das Gasthaus zum braunen Pferd. Inventar. Ah ja. Lebensmittelbestand. Mhm. Someone's got to talk to Joyce about these brownouts. Anja, ich liebe dich. Hallo Anja, ein Kunde hat dieses Slate vergessen. Ich habe Bescheid gegeben, doch niemand wollte sie haben. Jedenfalls sieht man es nicht gerne, wenn wir hier neue Geräte benutzen. Aber da ich sowieso schon bei Shanks arbeite, ist mir das egal. Dies hier ist für dich. Ich liebe dich, Baby. Du bist mein Ein und Alles. Hey Anja. Welcome. I'm Anya. Is this your first time with us at the Brown Horse Tavern? Yes. Ich habe es schon mal gesehen, aber ich habe hier noch nie etwas bestellt. Ich bin ständig hier. Unglaublich, dass du mich nicht erkennst. Oh, well, thank you for joining us. You're in for a real treat. We've got an assortment of food and drinks, some of which follow homemade recipes that have been passed down over hundreds of years. So, what can I do for you? Was ist das hier? You mean the Brown Horse? Yes. Well, it's only the longest continuous running restaurant since humans started settling outside of Earth. Oha. There's a lot of history within these walls. And some damn fine food and drink, if I Also wurde als allererstes der Titan-Mond besiedelt, oder was? However many great-grandmother opened it when the first colony started on Titan. Back then, it was a simple mess hall that she chose to put a little extra love and flavor into. And now, it's the pride of New Homestead. Oh, hardly. The locals pretty much stay away from chunks, so whenever they don't feel like cooking themselves and want a fresh meal, they come to me. Only the tourists eat that junk. But don't tell that to my husband. He manages the chunks. I love him, but he's a bit of a fanatic about it. Okay. Take care. You Thanks for too. stopping by. Hello. Hello.
It's a little weird that people come here to see what Und hier geht's wieder raus, oder was? Nee. Oh. Hier noch tiefer. New Homestead. Off-worlders always